Hamas-Terroristen sollen im Gazastreifen einen 22-jährigen jungen Mann getötet haben, weil dieser an Protesten gegen die Islamistenorganisation teilgenommen hatte. Hamas-Mitglieder hätten den jungen Mann entführt und anschließend zu Tode gefoltert, sagten Angehörige den örtlichen Medien. Zuletzt hatten hunderte Menschen bzw. Tausende im Gazastreifen mehrere Tage lang für ein Ende des Krieges mit Israel und für ein Ende der Hamas-Herrschaft in dem Küstenstreifen demonstriert. Die Proteste richteten sich laut Augenzeugen zufolge vor allem gegen die Führer der Hamas im Ausland. Viele leben dort im Luxus. Die Lebensbedingungen im Gazastreifen sind dagegen katastrophal. Die Islamistenorganisation ist dafür bekannt, brutal gegen interne Gegner vorzugehen. Darüber wollen wir sprechen bei mir im Studio, Weltpolitikredakteur Frederik Schindler. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, also tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen eben im Gazastreifen demonstriert gegen die Herrschaft der Hamas. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja offenbar nicht ganz ungefährlich. Das ist richtig, denn die Hamas geht eben sehr, sehr hart gegen Oppositionelle vor. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen. Wenn es da vereinzelt zu Demonstrationen gekommen ist, wurden Menschen da eingekerkert und auch gefoltert, teilweise auch dann getötet und dann die blutverschmierten Leichen sozusagen auf der Straße abgelegt, um eben auch andere einzuschüchtern und zu warnen, gegen uns ist keine Kritik möglich. Ich habe im vergangenen Jahr auch einen palästinensischen Hamas-Gegner getroffen, der nach Deutschland geflohen ist, Hamza Hovidi. Der hatte sich 2019 und 2023 an einer Protestbewegung beteiligt, kam dann in Isolationshaft, berichtet dort auch über Folter, ist nur freigekommen, weil seine Familie ein relativ hohes Bestechungsgeld an die Hamas zahlen konnte. Und jetzt gibt es tatsächlich diese Proteste, beziehungsweise gab es sie in der vergangenen Woche. Und das sind die größten Proteste, die es seit 2019 gab. Hamas raus heißt es da, wir fühlen uns nicht repräsentiert. Teilweise wurden sogar Forderungen gehört nach einer Freilassung der israelischen Geiseln. Das heißt Forderungen, die man hier in Deutschland auf pro-palästinensischen Demonstrationen tatsächlich sehr selten hört. Und da geht es fast immer nur gegen Israel und eben nicht gegen die Hamas. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist ja schon seit Jahr und Tag auch ein großes Thema hier bei uns in Deutschland. Wie bewertest du denn die Reaktionen hierzulande zu diesen Anti-Hamas-Protesten? Also ich sehe tatsächlich sehr wenige Reaktionen, also sowohl von der Politik, da gab es jetzt keine Äußerung der Außenministerin Annalena Baerbock, die ja immer noch auch geschäftsführend im Amt ist. Sie könnte sich beispielsweise solidarisieren mit diesen sehr mutigen Demonstranten, die dagegen die Terrororganisation, die dort regiert, auf die Straße gehen. Aber auch unter Israel-Unterstützern äußern sich einige nicht und ziehen die Authentizität in Zweifel. Denn das spricht natürlich auch gegen dieses Narrativ, dass jeder einzelne Palästinenser im Gazastreifen mit der Hamas gleichzusetzen sei. Das ist eben nicht so, sonst würden diese Menschen dort nicht demonstrieren. Zwar ist es nur ein kleiner Teil der Bevölkerung und jetzt keine Riesendemonstrationen, aber es gibt diese Demonstranten und mit denen kann man sich auch solidarisieren und sie auch für ihren Mut eben anerkennen. Aber vor allem eben auch in der Palästina-Solidaritätsbewegung. Das finde ich besonders bemerkenswert. Also diejenigen, die da immer sagen, die setzen sich besonders ein für Palästinenser, von denen ist da jetzt tatsächlich sehr wenig bis nichts zu hören. Also Leute, die hier auch immer wieder demonstrieren, hier muss man keine Angst haben, dafür irgendwie gefoltert oder inhaftiert oder gar ermordet zu werden. Und da kommt dann plötzlich nichts, geht ja eben nicht gegen Israel. Aber warum schweigen die? Also weil es nicht gegen Israel geht? Oder? Das wäre tatsächlich meine Analyse, denn die sagen immer natürlich, verharmlosen sie teilweise auch die Hamas, sagen, es sei eine legitime Widerstandsbewegung, die irgendwie im Interesse der Palästinenser handle. Und auch dieses Narrativ, das wird ja eben auch geschwächt durch diese Demonstrationen der Leute, die da eben gegen die Hamas auf die Straße gehen. Lass uns noch mal auf die Bundestagsfraktion der Linkspartei schauen. Da gab es jetzt mehrere Abgeordnete, die sich die Kritik an Israel und die Solidarität mit den Palästinensern zur Hauptaufgabe mehr oder weniger gemacht haben. Was sagen die denn jetzt zu den Demonstrationen in Gaza? Das habe ich mir ganz genau angeschaut und tatsächlich ist da auch fast nichts zu hören. Da gibt es ja einige, wie du sagst, die sich zur Hauptaufgabe sozusagen gemacht haben, die Israel-Kritik oder die vermeintliche Solidarität mit Palästinensern. Nicole Gohlke zum Beispiel aus München hat sich nicht geäußert zu den Anti-Hamas-Protesten, genauso wie Ferhat Kocak, ein Berliner Abgeordneter, der auch immer wieder einseitig Stellung bezieht, oder eine neue Abgeordnete, auch Cansu Köktürk aus Nordrhein-Westfalen. Sie hatte sich inszeniert bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags mit einem Palästinensertuch. Und auch das ist ja kein
harmloses Symbol, was nur für die Solidarität mit Palästinensern steht, sondern wenn man sich die Geschichte da anschaut, dieses Symbols, ist es auch klar verbunden, teilweise mit palästinensischem Nationalismus oder auch sogar mit Terrorverherrlichung. Das kann ich dieser Abgeordneten jetzt nicht vorwerfen. Davon distanziert sie sich auch selbst. Sie sagt, es sei ein reines Solidaritätssymbol. Aber das ist dann schon bemerkenswert, wenn sie sich zum Beispiel nicht äußert zu dieser Ermordung, die du da in der Anmoderation genannt hast, dieses 22-Jährigen. Der wurde gefoltert, dann getötet von der Hamas. Seine Leiche wurde abgelegt vor der Familie, vor dem Haus seiner Familie mit einer klaren Botschaft noch, das passiert mit denjenigen, die uns kritisieren. Und das müsste ja eigentlich für einen Aufschrei sorgen, hier auch in Deutschland, gerade auch bei denjenigen, die eben sagen, wir solidarisieren uns. Und das finde ich ganz bemerkenswert, wenn diese Demonstranten, die sich natürlich auch noch gegen Israel richten, aber eben jetzt auch gegen die Hamas, zwar nicht gegen deren mörderischen Antisemitismus, aber eben gegen deren Krieg und gegen die Situation, dass die Hamas ganz offensichtlich auch verantwortlich ist für diesen Krieg und auch dem Frieden eben den Krieg vorzieht, da dann zu schweigen, das finde ich schwach. Frederik Schindler, vielen Dank für die Einordnung. Dankeschön. Sehr gerne.